Das Handeln von Erzbischof Lefebvre und der ganzen Priesterbruderschaft rechtfertigt sich allein durch den kirchlichen Notstand. Unter Leo XIV. Ist nach menschlichem Ermessen keine Besserung in Sicht, beanspruchen keine Jurisdiktion. Wir wollen nicht eine Gegenkirche oder Parallelkirche aufbauen, aber wir tun das, was nötig ist, damit weiter eben Priester ausgebildet werden, dass den Gläubigen die Sakramente gespendet werden und sie im Glauben unterrichtet werden. Zunächst noch ein Nachtrag vom letzten Mal oder zum letzten Mal. Im Jahre 2021 hat es im Kirchenrecht einige Änderungen gegeben. Der Kanon über eine Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag hat nun die Nummer 1387, also statt 1382, ist aber wortwörtlich der gleiche geblieben. Und er steht jetzt unter dem Titel Straftaten gegen die Sakramente, also immer noch nicht unter dem Titel Straftaten gegen die Einheit der Kirche. Also offensichtlich auch nach 1988 betrachten die Kanonisten eine Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag nicht in sich als ein Schisma. Wir kommen jetzt zum zweiten Hauptargument, das 1988 die Gegner der Bischofsweihen vorgebracht haben. Sie sagten, solche Weihen ohne päpstlichen Auftrag seien gegen den Kanon 7 des Dekrets über das Sakrament der Weihe im Konzil von Trient. Dort heißt es, wer sagt, die Bischöfe stünden nicht höher als die Priester oder sie besäßen keine Vollmacht zu firmen und zu weihen, ich lasse hier was aus, oder von ihnen gespendete Weihen seien ohne Zustimmung oder Berufung des Volkes oder der weltlichen Macht ungültig. Und jetzt kommt das, was Sie betonten. Oder diejenigen, die weder von der kirchlichen und kanonischen Macht rechtmäßig geweiht noch beauftragt wurden, sondern anderswoher kommen, seien rechtmäßige Diener des Wortes und der Sakramente, der sei mit dem Anathema belegt. Also das klingt zunächst einmal so, als würde das unseren Fall treffen. Die Bischöfe sind nicht von der kirchlichen, kanonischen Autorität rechtmäßig geweiht und sind deswegen keine rechtmäßigen Diener des Wortes und der Sakramente. Jedoch geht es in diesem Kanon nur um die protestantischen Behauptungen, ein Hirte könne auch ohne Weihe rechtmäßig eingesetzt werden, wenn das Volk oder die weltliche Autorität, also die Fürsten, ihn dazu bestimmen. Luther hat ja das Weihesakrament fallen lassen. Also so erklärt Josef Hefele in seiner berühmten Konzilsgeschichte die verschiedenen Behauptungen dieses Kanons antworten auf die protestantischen Irrtümer und gehen nicht darüber hinaus. Und tatsächlich heißt es auch im entsprechenden Lehrkapitel des Konzils von Trient, dass man nicht behaupten dürfe, diejenigen, die geweiht worden sind, ohne Zustimmung des Volkes oder der weltlichen Behörden, die seien ungültig geweiht, und dass alle jene, die lediglich vom Volk oder einer weltlichen Macht und Behörde berufen und eingesetzt zur Verrichtung dieser Dienste aufsteigen, sowie alle, die sich diese aus eigener Leichtfertigkeit anmaßen, nicht für Diener der Kirche,
sondern für Diebe und Räuber, die nicht durch die Tür eingetreten sind, gehalten werden sollen. Also dieser Kanon 7, das ist der Enzlinger Hühnermann 1777, wurde auch, soweit ich sehe, in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gegen uns angeführt. Nun kann man natürlich trotzdem sagen, dass das irgendwie schon ein bisschen unsere Situation betrifft. Nicht, also ohne kirchliche und katholische Macht rechtmäßig geweiht. Wir geben ja zu, dass wir keinen normalen kanonischen Status haben. Selbstverständlich wäre es unter normalen Umständen absolut unzulässig, dass ein Bischof gegen den Willen Roms, gegen den ausdrücklichen Willen Roms priesterweiht überall in der Welt Messzentren eröffnet, in Diözesen, die nicht, ja, in fremden Diözesen Firmungen erteilt, ohne Zustimmung des Ortsbischofs und schließlich sogar Bischöfe weiht. Das ist vollkommen klar. Nicht das Handeln von Erzbischof Lefebvre und der ganzen Priesterbruderschaft rechtfertigt sich allein durch den kirchlichen Notstand. Also wenn jemand der Meinung ist, dass in der katholischen Kirche heute alles mehr oder weniger richtig läuft, dass der Papst und die Bischöfe ihre Aufgaben wenigstens grundsätzlich gut erfüllen, dass es dem Wehen des Heiligen Geistes zu verdanken ist, dass jetzt Leute, die in der schweren Sünde sind, ganz offiziell zur Kommunion gehen dürfen oder dass jetzt die Priester ihre Aufgaben immer mehr an die Laien abgeben. Nicht, wer so denkt, der kann natürlich das Handeln der Priesterbruderschaft nicht verstehen. Leider gibt es immer auch noch sogenannte konservative Katholiken, die versuchen, den Notstand wenigstens etwas zu relativieren. Aber wer ein bisschen offen ist, der sieht doch, dass der Notstand heute noch viel deutlicher ist als 1988. Und tatsächlich haben ja gerade unter Papst Franziskus viele, die vorher das nicht wahrhaben wollten, erkannt, dass es doch Situationen geben kann, in denen man dem Papst widerstehen muss. Nicht gewisse Konservative, die unter Johannes Paul oder erst recht unter Benedikt XVI. Gesagt haben, ja, das kann nie sein, dass man als Katholik dem Papst widerstehen muss. Unter Papst Franziskus, wie sie das gesehen haben, haben sie zugegeben, ja doch, man kann in eine solche Situation kommen. Und unter Johannes Paul II. Wurde wenigstens noch die katholische Moral verteidigt, auch wenn Johannes Paul II. Sehr den Ökumenismus vertreten hat. Aber unter Franziskus ist noch nicht einmal mehr die Moral aufrechterhalten worden. Nicht in Amoris Laetitia erklärte er, dass unter Umständen diese sogenannten wiederverheirateten Geschiedenen, also solche, die nicht in einer gültigen Ehe leben, aber ehelich zusammenleben, dass sie so unter Umständen sogar zur Kommunion gehen können. Und zuerst war das nur so als absolute Ausnahme gedacht und nach kurzer Zeit haben ganze Diözesen jetzt es grundsätzlich erlaubt, dass solche Leute zur Kommunion gehen. Wir durften bei unserer Wallfahrt im letzten Sommer nach Rom keine Messe in einer römischen Kirche feiern, aber einige Tage später gab es eine Wallfahrt der sogenannten LGBT-Leute und nachdem sie
die heilige Pforte im Petersdom durchschritten hatten, gab es für sie dann eine Messe in der römischen Kirche Il Gesù, also der Hauptkirche der Jesuiten, die von einem italienischen Bischof zelebriert wurde. Nicht Papst Franziskus hat auch noch 2024 nicht gesagt, dass alle Religionen ein Weg sind, um Gott zu erreichen. Das hat er vor jungen Leuten in Singapur gesagt und sich des Vergleichs bedient. Die verschiedenen Religionen seien so wie verschiedene Sprachen, um Gott zu erreichen. Aber Gott ist ein Gott für alle. Und da Gott ein Gott für alle ist, sind wir alle Kinder Gottes. So einfach geht das. Nicht. Aber es sollte doch klar sein, dass ein Christ, ein getaufter Christ im Gnadenstand in einem viel tieferen Sinn ein Kind Gottes ist, als jemand, der einfach nur ein Geschöpf Gottes ist, aber keine besondere Beziehung zu Gott hat. Und unter Leo dem 14. ist nach menschlichem Messen keine Besserung in Sicht, auch wenn er etwas seriöser auftritt. Zum Beispiel sind alle seine Bischofsernennungen bisher schlecht gewesen. Er hat sich nicht bemüht, gute Kandidaten oder wenigstens relativ gute Kandidaten zu Bischöfen zu ernennen. Ja, der schon erwähnte Professor Georg May hat bereits im Jahr 1984 eine kleine Schrift verfasst mit dem Titel Notwehr, Widerstand und Notstand. Und hier schreibt er, der Kirchennotstand begründe das Kirchennotrecht. Das kirchliche Notrecht ist die Summe der Rechtsregeln, die für den Fall einer Bedrohung von Bestand und Funktion der Kirche gelten. Das Notrecht kann erst dann in Anspruch genommen werden, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, durch Anrufung des positiven Rechts zur Wiederherstellung geordneter Zustände zu gelangen. Das Notrecht umschließt aber auch die Befugnis, positiv die Maßnahmen zu ergreifen, die Unternehmungen einzuleiten und die Einrichtungen zu schaffen, die für die Weiterführung der Aufgabe der Kirche, Gottes Wahrheit zu verbreiten und Gottes Gnade auszuspenden, erforderlich sind. Nicht, dass er sagt, man darf nicht nur widerstehen, man darf auch positiv etwas tun, um das Glaubensleben aufrechtzuerhalten. Weiter schreibt er, das Notrecht rechtfertigt lediglich jene Maßnahmen, die zur Wiederherstellung der Funktionen der Kirche erforderlich sind. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. Also, das ist das, was wir tun. Wir beanspruchen keine Jurisdiktion. Wir wollen nicht eine Gegenkirche oder Parallelkirche aufbauen, aber wir tun das, was nötig ist, damit weiter eben Priester ausgebildet werden, dass den Gläubigen die Sakramente gespendet werden und sie im Glauben unterrichtet werden. Professor May schreibt dann, ein solcher Kirchennotstand war im Laufe der Kirchengeschichte schon mehrfach gegeben. Ich erinnere beispielsweise an die Zeit, in der die große Mehrheit der Bischöfe dem Arianismus anhing, also häretisch war, und an die Jahre der Französischen Revolution, in denen der funktionsfähige Episkopat Frankreichs den Eid auf die Zivilkonstitution des Klerus abgelegt hatte, das heißt schismatisch war. Es kann den Gläubigen nicht zugemutet werden, in Einheit mit ihrem Bischof zu handeln, wenn dieser durch Tun oder Unterlassen glaubenswidrige Verkündigung und unwürdige Gottesdienstgestaltung fordert, selbst wenn dieses Gebaren des Bischofs von höchster Stelle hingenommen wird. Und
Er sagt dann, die Gläubigen dürfen auch ohne Rücksicht auf bestehende Diözesan- und Pfarrgrenzen sich um rechtgläubige Priester scharen und sich von ihnen die geistlichen Dienste leisten lassen. Man wird weiter annehmen müssen, dass die Lossprechungen der Priester im Bußsakrament, die Priester im Bußsakrament erteilen, gültig sind, auch wenn diese Priester nicht von dem örtlichen, zuständigen Oberhirten die Fakultät erhalten haben, wenn sie nur überhaupt von einem gültig geweihten Bischof erteilt wurde. Denn wenn nach Kanon 844, Paragraph 2, schismatische und heretische Priester, die von schismatischen und heretischen Bischöfen die Beichtvollmacht erhalten, Katholiken gültig und erlaubt die Lossprechung erteilen können, wird dieses Recht von rechtgläubigen Priestern gelten müssen. Und Sie wissen, seit dem Jahr der Barmherzigkeit haben wir die Vollmacht, in der Beichte loszusprechen. Und falls das aber jetzt uns wieder entzogen werden würde, würde das gelten, was auch vorher galt, nicht? Also es gibt hier ganz klare Rechtsprinzipien, dass die Kirche in solchen Fällen, wo jemand keine ordentliche Jurisdiktion hat, aber doch ein Notfall vorliegt, dass die Kirche hier diese Jurisdiktion ersetzt. Also das heißt, auf Lateinisch heißt es Ecclesia supplet. Ja, zu dem, was Professor May schreibt, kann man auch noch anfügen, dass der Katechismus der katholischen Kirche, also der heute gültige Weltkatechismus, in der Nummer 1399 schreibt, dass es unter Umständen nicht nur möglich, sondern sogar ratsam sei, dass Katholiken an Gottesdiensten der schismatischen Ostkirchen teilnehmen und dort auch zur Kommunion gehen. Nicht? Das ist möglich und unter Umständen ratsam. Also wird es doch wohl auch möglich und vielleicht ratsam sein, zu katholischen Priestern in die überlieferte Messe zu gehen, solange, was die Kirche den Gläubigen keine Gelegenheit gibt, nicht nur die überlieferte Liturgie mitzufeiern, sondern eben auch die Verkündigung des unverkürzten Glaubens zu erhalten. Ja, unser Generaloberer hat ja dann auch in seinem Interview am 2. Februar auf die Frage, welche Grundlage lässt sich eine Mission der Bruderschaft gegenüber den Seelen rechtfertigen? Also auf welcher Grundlage lässt sich eine Mission der Bruderschaft gegenüber den Seelen rechtfertigen? Geantwortet, es handelt sich schlicht und einfach um eine Frage der Nächstenliebe. Wir wollen uns keine Sendung anmaßen, die wir nicht haben. Zugleich können wir uns aber nicht weigern, auf die geistliche Not der Seelen zu antworten, die sich zunehmend verwirrt, orientierungslos und verloren fühlen. Sie rufen um Hilfe und nachdem sie lange gesucht haben, finden sie ganz natürlich in den Reichtümern der vollständig gelebten Tradition der Kirche mit tiefer Freude, Licht und Trost. Gegenüber diesen Seelen tragen wir eine wirkliche Verantwortung, auch wenn wir keine offizielle Sendung haben. Wenn jemand auf der Straße eine Person in Gefahr sieht, ist er verpflichtet, ihr nach Möglichkeit zu Hilfe zu kommen, auch wenn er weder Feuerwehrmann noch Polizist ist. Und er verweist dann auch auf das Axiom Suprema Lex Salus Animarum, also das höchste Gesetz ist das Heil der Seelen, ein Prinzip, das im neuen Kirchenrecht auch im letzten Paragraphen, im letzten Kanon ausdrücklich aufgenommen worden ist. Nun kann man natürlich noch einwenden, dass es ja Gemeinschaften gibt, die die überlieferte Messe feiern, von denen die größte wohl die Petrusbruderschaft ist. Diese Gemeinschaften haben die Erlaubnis für die vorkonziliare Liturgie jedoch nur unter der Bedingung erhalten, dass sie das gesamte Konzil, also auch den Ökumenismus und die Laizität des Staates anerkennen
und die neue Messe gutheißen. Sie zelebrieren die überlieferte Liturgie, daher Kraft eines Privilegs, das ihnen zugestanden wird. Es sei ihr Charisma, sagen sie, die überlieferte Liturgie zu bewahren, aber das bedeutet nicht, dass sie die nachkonziliaren Reformen verwerfen würden. Im Grunde werden sie auch nur noch geduldet, wie auch das letzte Schreiben des Kardinal Roch, also vom Gottesdienstdikasterium, klar zum Ausdruck gebracht hat. Eigentlich will man diese überlieferte Messe nicht mehr. Die einzige Liturgie der römischen Kirche ist die von Paul VI. Aber man duldet sie noch, und der Preis, den sie dafür zahlen, ist das Schweigen zu allen Missständen und Häresien in der Kirche ausgestreut werden. Nicht, wo hat die Petrusbürgerschaft oder sonst eine dieser Gemeinschaften jemals gegen den synodalen Weg protestiert? Wo haben sie gegen die Erklärung von Abu Dhabi, dass die vielen Religionen dem Willen Gottes entsprechen, wo haben sie dagegen protestiert? Oder auch nur gegen die Zulassung wieder verheirateter Geschiedene zur Kommunion? Nun bedroht der Kanon 3082 oder jetzt nach der Neuordnung 1387 den Bischof, der eine Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat vornimmt, sowie auch den von ihm geweihten Bischof oder die von ihm geweihten Bischöfe mit der automatisch eintretenden Exkommunikation. Das war nicht immer so. Im alten Kirchenrecht stand darauf nur die Suspendierung. Also der weihende Bischof und der geweihte Bischof waren ipso facto suspendiert. Das allein zeigt schon, dass die Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat nicht ein schismatischer Akt sein kann, in sich jedenfalls nicht, denn sonst hätte ja immer die Exkommunikation darauf stehen müssen. Nicht, denn der Schismatiker ist natürlich immer exkommuniziert. Pius XII. Hat diese Strafe angesichts der chinesischen Bischofsweihen verschärft. Allerdings bestimmt der Kanon 1323, straffrei bleibt, wer bei Übertretung eines Gesetzes oder eines Verwaltungsbefehls, jetzt werden verschiedene Punkte aufgezählt, und der 4. Punkt, da heißt es unter anderem, wenn er gezwungen oder aufgrund einer Notlage oder erheblicher Beschwernis gehandelt hat, sofern jedoch die Tat nicht in sich schlecht ist oder zum Schaden der Seelen gereicht. In einem solchen Fall tritt die automatische Strafe nicht ein. Und in der Nummer 7 heißt dann sogar, die Strafe tritt auch nicht ein, wenn er ohne Schuld geglaubt hat, einer der in Nummer 4 und 5 aufgeführten Umstände liege vor. Und das wird man ja wohl dem Erzbischof und auch uns mindestens zugutehalten dürfen, dass wir wenigstens geglaubt haben, wir handeln in einer Notlage, oder dass der Erzbischof geglaubt hat, in einer Notlage zu handeln. Und es hat auch relativ bald Kirchenrechtler gegeben, die das gesagt haben. Also eigentlich ist diese Strafe nicht eingetreten, denn der Erzbischof glaubte, in einer Notlage zu handeln, und deswegen tritt die Strafe nicht ein. Rom hätte zwar noch per Sentenz die Exkommunikation verhängen können, das hat es aber damals nicht gemacht. Also zu diesem Ergebnis kam sogar die Lizenziatsarbeit eines amerikanischen Priesters, Gerald Murray, die von der Römischen Universität Gregoriana anerkannt worden ist. Also dieser Priester ist kein Traditionalist, er lehnte den Weg der Bruderschaft auch ab, aber er kam aufgrund allein dieser kirchenrechtlichen
Bestimmungen dazu, dass eben die Exkommunikation nicht eingetreten ist, die automatische Exkommunikation. Und so schreibt auch Professor May in dem Brief, den ich letztes Mal schon erwähnt habe: Nun beruft sich Lefebvre für seine Handlungsweise auf den Notstand. Notstand verhindert, dass eine Strafe eintritt, außer die Handlung wäre in sich böse oder schlüge zum Schaden der Seelen aus. Beides liegt im Fall der Bischofsweihe nicht vor. Daher ist davon auszugehen, dass Lefebvre und die von ihm konsekrierten Bischöfe nicht von der Strafe der Exkommunikation betroffen sind. Die Behauptung, hier liege ein zum Schisma führender oder ein Schisma begründender Akt vor, entpuppt sich als pure Entstellung im Dienst der Ausgrenzung von katholischen Christen, die den Verantwortlichen der Kirche einen Spiegel vorhalten, was sie seit Jahrzehnten mit der Kirche angerichtet haben. Ja, und selbst wenn Rom jetzt per Sentenz eine Exkommunikation aussprechen würde, dann wäre diese null und nichtig. Auch der Papst kann nicht jemanden dafür exkommunizieren, dass er am katholischen Glauben festhalten will und diesen weiter verbreiten will. Und das ist die einzige Ursache unserer Schwierigkeiten mit Rom. Ja, unser Herr gibt uns ein Kriterium, um wahre und falsche Propheten zu unterscheiden. Er sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen, und dass die Früchte des Zweiten Vatikanums schlecht sind, das ist jetzt 60 Jahre später wirklich nicht mehr schwer zu sehen. Das Konzil und seine Reformen haben zu einem beispiellosen Niedergang des kirchlichen Lebens und zum Glaubensabfall in der Kirche selbst geführt. Und ich rufe hier ein Zitat von Johannes Paul II. Selbst in Erinnerung, der 1981 gesagt hat: Man muss realistisch und mit tiefer und schmerzlicher Empfindung eingestehen, dass sich die Christen heute großenteils verstört, verwirrt, ratlos und sogar enttäuscht fühlen. Mit vollen Händen wurden Ideen ausgestreut, die im Kontrast zur geoffenbarten und immer gelehrten Wahrheit stehen. Man hat echte und wirkliche Häresien im dogmatischen und moralischen Bereich propagiert, damit ohne Zweifel Verwirrung und Rebellion hervorgerufen. Also er hat es selbst gesagt, nur dagegen getan hat er leider nicht viel, nicht außer ein paar Mahnungen, die aber auch keine Konsequenzen hatten. Nicht dagegen ist die Priesterbürgerschaft ihrem Weg immer treu geblieben, und wir verkünden auch keine Sonderlehren, sondern einfach nur den katholischen Glauben. Das kann jeder nachprüfen. Jeder kann die alten Katechismen oder die päpstlichen Aussagen herannehmen und prüfen, ob das, was wir lehren, katholisch ist oder nicht. Und die Früchte sind ja auch hier doch zu erkennen, während die Kirche in unseren Ländern immer mehr abstirbt, gibt es in unseren Reihen immerhin noch lebendige Gemeinden, kinderreiche Familien, katholische Schulen und Berufungen zum Priester- und Ordensstand. Natürlich muss uns klar sein, dass wir die Kirche nicht retten können. Das Ende der Krise, die wirkliche Überwindung der Krise kann letztlich nur vom Papst ausgehen, denn die Kirche ist nun mal auf den Felsen Petri gegründet. Aber wir können doch den Glauben und das sakramentale Leben bewahren, bis Gott der Kirche wieder einen Papst schenkt, der die Probleme wirklich anpackt und für eine wahre Erneuerung arbeiten will. Und dann werden sicher auch die Probleme zwischen Rom und uns von selbst sich auflösen. Das hat Erzbischof Lefebvre auch bei der Predigt zur
Bischofsweihe 1988 so gesagt, wenn Rom zur Tradition zurückkehrt, wenn es wirklich den Glauben wieder ernst nimmt, dann werden sich die Probleme zwischen uns und Rom in Luft auflösen.